Meine Familie saß an meinem Küchentisch und stellte mir eine Wahl. Entweder geht der Hund oder sie kommen nicht mehr. Der Hund, von dem sie sprachen, war Bruno, ein englischer Mastiff mit 90 Kilogramm, den schon 2 Familien abgelehnt hatten. Zu groß, zu viel. Sie waren sicher, dass ich einen Fehler mache. Dann kam die Nacht des 14. November und danach hat niemand mehr ein Wort gesagt. Meine Familie stellte mir an einem Sonntagnachmittag im Oktober ein Ultimatum. Kein sanfter Hinweis, keine ruhige Sorge beim Kaffee. Ein Ultimatum. Meine Mutter saß mit verschränkten Armen an meinem Küchentisch und sagte die Worte, die ich seit 7 Monaten gefürchtet hatte. Entweder geht der Hund oder wir kommen nicht mehr. Meine Schwester nickte. Mein Schwager sagte nichts, aber das musste er auch nicht. Sie hatten alles entschieden, bevor sie durch die Tür kamen. Der Hund, von dem sie sprachen, war Bruno. Ein englischer Mastiff mit 90 Kilogramm, einem hellbraunen Fell, einer schwarzen Maske, die ihn permanent ernst wirken ließ, und einem Kopf so groß wie ein kleiner Fernseher. Er war 4 Jahre alt, kerngesund und laut allen in meiner Familie vollkommen inakzeptabel. Bruno kam vor 18 Monaten unter Umständen in mein Leben, die nicht gerade geplant waren. Ich hatte 8 Monate lang allein gelebt, nachdem ich für die Arbeit in eine neue Stadt gezogen war. Meine Wohnung fühlte sich tagsüber okay an, nachts hallte sie. Eine Freundin schickte mir einen Link zu einer Tierschutzseite. »Schau einfach mal rein«, sagte sie. Ich wollte eigentlich keinen Hund adoptieren, das sagte ich mir 3 Mal auf dem Weg dorthin. Dann lief ich an Zwinger 7 vorbei und blieb stehen. Bruno saß mit dem Rücken gegen die Wand und seinem riesigen Kopf auf den Vorderpfoten. Er bellte nicht, er lief nicht auf und ab, er existierte einfach, ruhig, in einem Raum, der etwa 4 Nummern zu klein für ihn war. Die Tierschutzkoordinatorin erzählte mir, dass er seit 5 Monaten dort war. 2 Familien hatten Interesse gezeigt, keine hatte weitergemacht. Zu groß, sagten sie, zu viel. Ich setzte mich auf den Boden vor seinem Zwinger. Bruno hob den Kopf, sah mich genau 11 Sekunden lang an und legte ihn dann wieder hin. Ich füllte 20 Minuten später die Unterlagen aus. Die erste Woche war eine überschaubare Katastrophe. Bruno warf den Garderobenständer um innerhalb der ersten 30 Sekunden, nachdem er die Wohnung betreten hatte. Sein Schwanz fegte über die Küchenarbeitsplatte wie ein langsam bewegender Abrissball und nahm ein Glas, einen Stift und mein Handy-Ladekabel in einem Schwung mit. Er schnarchte so laut in der ersten Nacht, dass ich wach lag und mich fragte, ob mit ihm strukturell etwas nicht stimmte. Es klang wie ein Dieselmotor, der in meinem Schlafzimmer im Leerlauf läuft. Er hatte auch keinerlei Konzept von persönlichem Raum. Alle 90 Kilo von ihm lehnten sich direkt gegen meine Beine, während ich am Spülbecken stand, als würde die Schwerkraft nur in meine Richtung wirken. Aber hier ist, was einem niemand über englische Mastiffs erzählt. Sie beobachten, nicht auf eine ängstliche Art, auf eine bewusste, ruhige, ich habe entschieden, dass du meine Verantwortung bist Art. Bruno positionierte sich jeden einzelnen Morgen zwischen mir und der Eingangstür, während ich Kaffee machte. Nicht um sie zu blockieren, einfach präsent. Eine 90-Kilo-Erinnerung daran, dass er aufpasste, auch wenn ich es nicht tat. Krass, oder? Meine Familie lernte ihn an Weihnachten kennen. Meine Mutter kam rein, sah Bruno im Flur stehen und ging wieder raus. Sie stand 4 Minuten lang auf dem Treppenabschlatt, bevor meine Schwester sie überzeugte, wieder reinzukommen. Zu Ostern hatten die Kommentare angefangen. Er ist zu groß. Was passiert, wenn etwas schief geht? Was passiert, wenn er jemanden umwirft? Ich antwortete auf jeden geduldig, dann weniger geduldig, dann gar nicht mehr. Der Sonntag im Oktober war 7 Monate angehauchte Sorge, organisiert in eine formelle Position. »Ich höre euch«, sagte ich zu meiner Mutter. »Ich gebe Bruno nicht ab.« Sie sah mich an, als hätte ich etwas in einer fremden Sprache gesagt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt jetzt den Glockenbutton. Ihr wollt wirklich sehen, wie das hier ausgeht. Lasst ein Abo da. Was meine Familie nicht wusste, war, was Bruno in den vorangegangenen 4 Monaten getan hatte.
Es begann im Juni an einem Abend, als ich von der Arbeit nach Hause kam und mich auf den Küchenboden setzte, weil ich nicht die Energie hatte, es bis zur Couch zu schaffen. Ein Projekt war gescheitert. 6 Monate Arbeit, weg in 30-minütige Meeting. Ich saß dort im Dunkeln und rührte mich nicht. Bruno kam langsam aus dem Wohnzimmer. Er sprang nicht, er bellte nicht. Er ließ seinen gesamten 90-Kilo-Körper auf den Boden neben mir sinken, drückte sich an meine Seite und legte seinen Kopf in meinen Schoß. Er blieb 2 Stunden lang dort. Als ich aufwachte, war Bruno immer noch da, sein Atem langsam und gleichmäßig. Die Wohnung hallte in dieser Nacht nicht. Danach veränderte sich etwas. Bruno begann Dinge vorauszuahnen. An schwereren Morgen saß er vor der Badezimmertür, wenn ich rauskam. Einfach da. Englische Mastiffs wurden als Gutswächter gezüchtet. Sie lesen Menschen. Und Bruno hatte mich gelesen, seit dem Tag vor Zwinger 7. Er entwickelte Gewohnheiten, die zum Rhythmus der Wohnung wurden. Jeden Morgen um 6:22 Uhr nieste er, zuverlässiger als jeder Wecker. Jeden Abend traf sein Schwanz die Flurwand, bevor ich die Tür aufgemacht hatte. Du bist zurück. Gut. Meine Familie sah nichts davon. Sie sahen einen großen Hund, der zu viel Platz einnahm. Nicht das Niesen um 6:22 Uhr, nicht die 2 Stunden auf dem Küchenboden im Juni. Die Nacht des 14. November änderte das. Meine Schwester war nach dem Abendessen lang geblieben. Wir redeten im Wohnzimmer, als Bruno plötzlich aufstand. Er ging von völlig still zu vollständig aufrecht in einer einzigen Bewegung. Er lief zur Eingangstür und stand dort. Kein Bellen, kein Knurren, nur Präsenz, Ohren nach vorne. »Was macht er denn?« fragte meine Schwester. »Ich weiß es nicht«, sagte ich, »aber ich habe gelernt, aufzupassen.« Ich rief die Hausverwaltung an. Sie fanden einen Mann auf dem Treppenabsatz, der dort nichts zu suchen hatte. 2 Wohnungen in meinem Stockwerk waren aufgebrochen worden, meine nicht. Die Polizistin sah Bruno ruhig neben mir sitzen. »Gute Instinkte«, sagte sie. »Die sind nicht meine«, sagte ich. Meine Schwester rief mich am nächsten Morgen an. Ich habe nicht verstanden, was er macht. Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Meine Mutter kam 2 Wochen später vorbei. Bruno saß neben ihr, seinen Kopf auf ihrer Schulter. Sie sah mich mit einem Ausdruck an, den ich lange nicht gesehen hatte. »Er ist warm«, sagte sie. »Ich weiß«, sagte ich. Niemand hat seitdem mehr davon gesprochen, ihn abzugeben. Bruno ist jetzt 5 Jahre alt. Er niest immer noch jeden Morgen um 6:22 Uhr. Er trifft immer noch die Flurwand, bevor ich die Tür aufgemacht habe. Und jeden Abend positioniert er sich zwischen mir und was auch immer draußen ist. Wenn ein Hund an einer Tür steht oder eure Seite nicht verlässt, gibt es immer einen Grund. Vertraut ihnen. Bruno brauchte nur eine Person, die sich vor Zwingerrieben auf den Boden setzt und bleibt. Hat Bruno seinen Platz verdient oder etwas viel Größeres? Schreibt es mir in die Kommentare.